Hi, ich bin Isabel. Ich studiere seit 2019 an der EBS Jura, bin jetzt also im 6. Semester. Hi, mein Name ist Tom Kemper und ich arbeite im International Programs, IP. Und ich war letzten Herbst, also Herbst 2021, in Südkorea, in Seoul für mein Auslandssemester. Und ich bin zuständig für die Studierenden, die ins Ausland wollen, außerhalb von Europa. Die EBS, die hat Universitäten weltweit, sei es jetzt innerhalb von Europa oder außerhalb von Europa. Da haben wir zum Beispiel dann die UC Berkeley in den USA, wir haben die Bocconi in Italien, wir haben die Stellenbosch in Südafrika. Wie komme ich an die favorisierte Uni? Das Ganze läuft erstmal so ab, dass man genau weiß, wann das Auslandssemester stattfindet. Und dann gibt es eine Liste an Partnerunis, aus der man sich das auswählen kann. Und das geschieht anhand einer Reihenfolge, die vorher festgelegt wird. Das Ganze setzt sich dann zusammen aus einer Mischung aus den Noten und sogenannten PACE-Punkten, also außercurricularen Aktivitäten. Und die beiden zusammengerechnet ergeben dann die Liste. In der Reihenfolge wählt man dann die Auslandsuni. Und das heißt, man kann einfach ein bisschen darauf achten, dass man die Noten im Blick behält und sich zum Beispiel in Ressorts engagiert, um früh zu wählen. Und dann sucht man sich die Uni aus. Da wird man dann von der EBS als Exchange Student nominiert. Dann muss man nur noch ein paar Dokumente einreichen, eventuell noch auf einen Notenschnitt oder Sprachvoraussetzungen achten und dann kommt man an die Uni. Und es wird auch klar und deutlich kommuniziert, wann der Tag der Wahl ist. Bei dem Tag der Wahl, der auch online sein wird, werden die Studierenden dann nach einem Ranking dann halt eingestuft. Man kennt die Ranking-Positionen vorab und man hat dann so einen Timeslot, in dem man dran ist. Bei mir war es ziemlich spät abends, ich glaube an einem Dienstag 22:30 Uhr. Und wir sprechen uns natürlich untereinander ab, wer hat jetzt schon was gewählt, was ist noch frei. Und es gibt viele, also man hat noch eine große Auswahl, aber trotzdem, wenn man so einen Favoriten hat, ist das total spannend. Und ich habe mich dann total gefreut, als ich Korea bekommen habe. An den Partneruniversitäten entstehen keine zusätzlichen Semesterfees, nur die, die an der EBS halt gezahlt werden müssen. Das hängt je nach Universität ab, denn die verschiedenen Partneruniversitäten fordern verschiedene Sprachvoraussetzungen. Für die meisten Unis braucht man Englisch. Da reicht oft das B2-Zertifikat, das man von der EBS auch bekommt. Ein paar Unis wollen ein höheres Zertifikat, da empfiehlt es sich dann, einen TOEFL-Test zu machen. Das erweitert auch einfach nochmal die Auswahl. Und an anderen Unis, die nicht auf Englisch lehren, ist es dann Französisch oder Spanisch. Das ist auch oft B2. Das muss man dann auch nachweisen, also auch ein Zertifikat haben. Aber an sich, gerade für Englisch, sind die Voraussetzungen so, dass man das immer gut machen kann. Kann ich meine Sprachkenntnisse im Vorfeld verbessern? Ja, das geht. Man kann Sprachkurse belegen, sowohl für Englisch als auch für andere Sprachen. Und zum Beispiel gab es bei uns auch einen TOEFL-Vorbereitungstest, mit dem man dann nochmal von einem Lehrer oder einer Lehrerin auf diesen Test vorbereitet wird. Das heißt, das geht problemlos. Natürlich für die Erfahrung, die im Ausland gesammelt wird, das Zusammenarbeiten mit anderen Studierenden aus aller Welt, die auch vor Ort dann das Auslandssemester absolvieren. Die super Erfahrungen, die einen auch, glaube ich, ganz doll wachsen lassen in diesem Auslandssemester. Und dann war es total spannend, auch so die andere Kultur zu erleben und einfach in einem ganz anderen Land zu leben und das wirklich im Alltag mitmachen zu können. Und auch die Kurse, die das internationale Recht noch mal aus einem ganz anderen Blickwinkel als bei uns und als überall sonst in Europa zeigen, das war super spannend. Wo habe ich mein Auslandssemester verbracht? Ich war in Südkorea, in Seoul, an der Hankook University und habe da 4 Monate an der Uni Kurse belegt und in Südkorea gewohnt. Was waren meine Highlights? Das ist super schwer zu sagen, weil eigentlich das ganze Auslandssemester ein großes Highlight war. Zum einen das Essen und einfach die Menschen, die ich da kennenlernen durfte. Aber sehr schätze ich gerade im Nachhinein die Erfahrung, in Südkorea reisen zu können. Ich habe mich zum Beispiel an einen Trip auf die südliche Insel Jeju, die total paradiesisch ist. Und da denke ich super gerne dran zurück. Also an der Uni, das war erstmal total spannend, weil die Kurse ganz anders sind als bei uns. Also nicht nur, dass es nicht ganz so tief juristische Kurse waren, wie ich es gewohnt war, sondern auch die Art und Weise, wie gelernt wurde, war ganz anders, aber total schön fand ich. Wir hatten zum Beispiel einen Kurs, bei dem die Professorin zwischen den normalen Inhaltsfolien in der Vorlesung so kleine blaue Zwischenfolien, in denen sie ein bisschen darauf geachtet hat, uns irgendwelche Weisheiten mitzugeben oder uns daran zu erinnern, dass wir auch uns um die Mental Health kümmern müssen oder einfach ein bisschen auf uns achten sollen. Das fand ich total schön. Also klar gibt es immer mal wieder so kleine Herausforderungen hier und da, aber ich hatte jetzt keine riesigen, unüberwindbaren Probleme. Ich glaube, was
Menschen bei Südkorea schnell einfällt, ist die Sprache. Und da hatte ich vorab auch nicht Angst, aber Respekt vor, einfach in so einem Land mit einer Sprache, die ich nicht mal lesen konnte zu dem Zeitpunkt zu leben. Aber es ist einfach so, dass man mit Freundlichkeit und vielleicht auch mal dem Handy und die paar Brocken, die ich auch in einem Survival-Kurs an der Hankook University dann vor Ort gelernt habe, super zurechtkommt. Das war im Nachhinein gar kein Problem. Also eine Sache, die im Nachhinein total lustig ist, das war der erste Moment, als ich in mein Dormzimmer gekommen bin. Ich hatte eine Zimmernachbarin, wir kannten uns davon nicht. Und ich kam rein und wir beide waren natürlich total aufgeregt. Und dann haben wir uns kennengelernt, haben erstmal festgestellt, dass wir beide aus Deutschland kommen. Und am Anfang war es so ein bisschen sehr förmlich und wir haben uns gar nicht verstanden. Und dann kann ich mich noch erinnern, wie ich in den ersten Tagen immer meinen Freunden geschrieben habe, oh, ich weiß nicht, das Zimmer, das ist, glaube ich, echt schwierig und ich weiß nicht, ob wir uns so verstehen werden langfristig. Und dann hat es ein paar Tage, ein paar Wochen vielleicht auch gedauert und jetzt im Nachhinein sind wir wirklich super gut befreundet, wir verstehen uns super und wir treffen uns jetzt zum Beispiel auch in der Woche. Und das hätte ich im ersten Moment gar nicht gedacht, aber das hat sich echt schön entwickelt.